Herzlich willkommen zur nächsten Episode mit Hubert. Hubert, du hast mich wirklich so irgendwie ich vermute, den Zeitgeist oder den Nerv gut getroffen, dass wir zusammen jetzt über ein Thema angefangen haben zu diskutieren, das dich geschichtlich, also das heißt ja, bedeutet, dass du dich mit dem Thema Schlafstörungen, Schlafmedizin, wir haben jetzt gesagt, wir haben über Schlafapnoe geredet, aber du hast mich aufgeklärt, das heißt SBAS, schlafbezogene Atemstörungen, Genau. reden, also in dem ganzen Kontext. Und heute werden wir über die erweiterte Diagnostik sprechen. Wir haben letztes Mal schon angefangen, auf was muss ich schauen als Zahnarzt, wenn so ein Patient kommt, die ganze Geschichte. Aber vielleicht noch mal ganz kurz. Das bedeutet, wenn ich das richtig rechne, dass du dich schon seit Jahrzehnten mit diesem Thema auseinandersetzt. So ist es, genau. Ja, das ist Das ist schon spannend, dass das jetzt in der letzten Zeit so an Popularität gewonnen hat. Ich sage immer, das ist wieder so, solche Themen werden gerne dann auch in der Zahnmedizin aufgegriffen, weil viele natürlich da eine neue Einnahmequelle sehen. Und da muss meiner Meinung nach ist es wichtig, auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, das wäre etwas, weil mich haben jetzt schon Patienten, auch die Hausärzte sind angesprochen. Da habe ich gesagt, ja, lass uns doch mal zusammen da das Thema ein bisschen diskutieren, dass wir jetzt gemeinsam Dinge erledigen, dass man die Patienten nicht immer ins Schlaflabor schicken muss, dass wir eben mit solchen einfachen Mitteln, über die wir jetzt gleich reden werden, anfangen können, das Thema mal anzupacken. Ich finde, entweder macht man es seriös oder man lässt es bleiben. Also, das ist schon, ich habe das ja auch gemerkt, wird auch das Thema alleine. Das wird dir oft an vielen Webinars wird dir vorgemacht: „Schau mal, du musst es unbedingt anbieten, weil da kannst du nebenher noch ein paar Tausend Euro verdienen.“ ja, ja. Du darfst es aber nicht unterschätzen, dass wenn du einen Patienten hast, der mitmacht und alles selber macht und also, ich sage mal, pflegeleicht ist, dann kannst du Geld verdienen. Aber wenn du Patienten hast, wir haben zum Teil ein paar Patienten, die melden sich jede Woche. Ja, da ist etwas nicht gut, da ist etwas nicht gut, da ist wieder 'n Attachment abgebrochen, weil sie damit rumspielen, da ist etwas, da ist etwas. Und du musst immer alles umsonst machen, weil, die sagen: „Ja, ich habe für das bezahlt.“ Dann hast du denen irgend 'nen Plan gemacht. Am Schluss ist die Behandlung nach 'm Jahr fertig. Sie wäre eigentlich schneller fertig, aber sie haben nicht richtig mitgemacht. Dann kommen sie und sagen sie: „Ja, aber Herr de Vigos, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Resultat.“ Dann weißt du ja, dass du Refinements, also quasi neue Schienen umsonst bestellen kannst, aber dann musst du dich wieder hinsetzen, noch mal nachscannen, noch mal die Fotos machen und. Und am Schluss habe ich jetzt bei einigen Patienten, wenn ich ganz ehrlich bin, draufgelegt und kein Geld verdient. Und diese ganze Thematik, also das muss man mitdiskutieren oder miterwähnen in diesen Dingen, dass nicht immer alles einfach so easy peasy ist. Und ich denke auch das Thema Schlafstörungen, Schlafmedizin, schlafbezogene Atemwegsbeschwerden ist nicht einfach etwas, was man denkt, ja komm, ich bin ja Arzt, ich bin Zahnarzt, das ist easy, das lerne ich in 5 Minuten. Also, da denke ich mal schon, dass es ein bisschen mehr braucht, wenn ich jetzt mal schaue, wie lange dass du da dich mit dem Thema schon beschäftigst. Aber okay, legen wir gleich los. Erweiterte Diagnostik. Also, ich mal jetzt mal ganz kurz was dazu sagen. Weil also, einmal diese Geschichte, wo du draufgelegt hast, da hast du aber Erfahrung gewonnen. Und das lässt sich auch auf die Schlafmedizin übertragen. Es bringt überhaupt nichts, Leute dazu überreden zu wollen. Ich sage immer, wenn Patienten zu uns kommen, dann vertrauen die uns ihre Zahngesundheit oder ihre Gesundheit an. Und wir können dann Vorschläge machen und dann können die es entweder akzeptieren oder nicht. Aber wir sind nicht dazu da, die Leute dazu zu überreden. Ganz spezifisch mit der Schlafmedizin. Ja, also ich habe dann auch mal so einen Fall gehabt, wo ein junger Mann anscheinend sehr wohlhabend ankam mit seiner Freundin. Und die Freundin sagte: „Der Mann schnarcht wie verrückt, da muss unbedingt was gemacht werden.“ Und ich merkte schon, er hat da nicht so große, Lust dazu. Und dann haben wir die ganzen Untersuchungen gemacht, haben ihm 'ne Schiene gemacht, haben wir da noch mal nachkontrolliert, 10 Tage später. Und dann kam er nach einem Jahr wieder zur Kontrolle und ich sage: „Wie geht's?“ „Ja, gut.“ Er sagt: „Was macht die Schiene?“ „Ja, dies frage ich nicht.“ Das habe ich ihm auch gleich gesagt. Also, das ist so 'ne Geschichte, hast du auch wieder dazugelernt. So, und jetzt kannst du mit deinen Fragen loslegen, bitte. Also gut, ich möchte vielleicht als Einleitung, aber das kommt dann vielleicht sogar eher in der nächsten Episode. Ein Patient oder eine Frage, aber die können wir vielleicht auch aufschieben, weil das geht dann in die Therapie. Also, eigentlich möchte ich die Frage gar nicht stellen.
Mal. Also, erweiterte Diagnostik. Und jetzt möchte ich gerne mit dir darüber reden. Du hast letztes Mal so angetönt, es gibt Geräte, die man zu Hause dann dem Patienten mitgeben kann, dass er seinen Schlaf überwacht und im Prinzip das Gerät dann ihm diesen AUI oder wie heißt der Index? AHI, AHI, AHI-Index. Ein Patient von mir hat mir schon die ganzen Fachbegriffe um die Ohren geschmissen, weil er war im Schlaflabor und hat aber jetzt keine Schiene bekommen, sondern ein Atemgerät. also ja, okay. Ein Aber das ebbt vielleicht dann auch dahin, so nach dem Motto, jetzt reden wir über diese Tools, die man dem Patienten mitgeben kann. Was gibt es da? Beziehungsweise was kannst du empfehlen? Was macht Sinn oder was macht keinen Sinn? Also, es ist so, wenn du dem Patienten was darüber erzählst, dann ist das ein Gebiet, wovon sie eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Und da ist der erste Punkt, dass du ihm zeigen musst, dass sie damit auch ein Problem haben. Also sozusagen die Kodiagnostik. Du kannst ihnen bestimmte Dinge zeigen, die sagen, ach ja, ja, stimmt ja. So. Also, worauf wir achten, haben wir das letzte Mal schon gesprochen. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sozusagen in der Anamnese schon mal bestimmte Fragen fragt. Also, wenn dazugehört, sind Sie schon mal ärztlicherweise oder ärztlicher Seite nach Schnarchen und Ihrer Schlafqualität gefragt worden? Da kannst du fast immer sagen: „Nein, sind Sie noch nie gefragt worden.“ Und, dann sagen die: Wieso fragt denn der Zahnarzt das?“ „Na ja, weil wir auch dazu was tun können. Wir können Ihnen auch helfen.“ Aha, und dann ist es so, dann öffnen die sich, sagen: „Na ja, also, mein Mann sagt, ich schnarche“ und so weiter. Ich merke das natürlich nicht. Alle Schnarcher sagen immer: „Ne, ich schnarche nicht“, weil sie es selbst nicht hören. So, und dann kannst du bestimmte Dinge erfragen. Träumen sie überhaupt nachts und, sind sie morgens ausgeschlafen und, bestimmte andere Dinge noch. Und dann sagen die: „Ja gut, das ist sehr interessant.“ Und dann sagen sie: „Wissen, wenn wir da näher einsteigen wollen, dann mache ich Ihnen folgenden Vorschlag. Wir können Ihnen ein kleines Gerät mitgeben und dann können wir sozusagen Ihre Schlafqualität mal eine ganze Nacht lang registrieren. Und dann kann ich Ihnen sagen, ob Sie nach den Leitlinien doch besser ins Schlaflabor gehen sollten oder nicht.“ Das ist für uns auch so wichtig, weil ich sage ja immer, nach wie vor sind ja die Zahnärzte die Spezialisten für intraorale Schienen. Das kann kein anderer so gut wie Zahnärzte. Kein HNO und kein Kardiologe und kein Internist. Deswegen sind wir da eben auch schon involviert, weil eben diese Schienen nachweislich, ein Therapiemittel sind, das die wirken. So. Und dann sieht man den Patienten schon an, ob er da sozusagen anspricht oder nicht. Wenn er sagt: „Ach, interessiert mich gar nicht“, dann sagt er: „Gut, dann sagst du noch mal, wissen Sie, unter Umständen verstecken sich da Dinge, die Ihre Gesundheit, nachträglich beeinflussen können.“ Und, die meisten Patienten kriegst du damit, weil sie sagen: „Okay, sie merken ja selber, sie sind nicht ausgeschlafen“ und so weiter und so weiter. Und dann geht eben als Erstes los, dass du entweder noch mal guckst nach den bestimmten Dingen, also, was ist mit der Zungengröße, Zungenimpressionen, eventuell keilförmige Defekte, weil sie nachts fressen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass die Leute unter Umständen Bruxismus machen, damit beim Bruxismus die Zunge klein wird und die Atemwege frei sind. So, und dann gibt's auch noch bestimmte Dinge, die man klinisch zeigen kann. Also, zum Beispiel kannst du Patienten was da hinlegen und sagen: „Wissen Sie was? Schließen Sie mal den Mund und atmen Sie mal ganz entspannt durch die Nase und merken sich mal sozusagen den Atemwiderstand.“ So, und dann machst du den Mund mal 'n bisschen auf, stecken die Zunge mal so weit raus, dass man sie sehen kann und atmen wieder durch die Nase. Und dann fragt man sie: „Merken Sie einen Unterschied?“ Und dann siehst du schon sozusagen am Abdomen, dass sie das heftig heben und sagen: „Ja, ja, das geht viel leichter.“ Ich sage: „Sehen Sie, dann habe ich Ihnen schon was gezeigt.“ Das Gleiche passiert nämlich in der Nacht, wenn die Zunge weiter nach hinten fällt, dann haben Sie erheblich höhere Atemarbeit zu leisten und wenn Sie Pech haben, gehen die Atemwege auch ganz gut. Ach, dann finden das Leute ja sehr interessant, weil sie das sozusagen aus sich selber beziehen können. Gibt es noch ein paar andere Sachen, die man mit dem Patienten machen kann, um zu unterscheiden, ob das vielleicht eher 'ne obstruktive Schlafapnoe oder eher 'ne Verengung der oberen Atemwege ist. Und spätestens dann sind die Leute wirklich wach und sagen: „Oh ja, das interessiert mich.“ So, und dann kriegen sie eben dieses Watchpad mit, dieses Gerät, von dem ich dir erzählt habe. Wie funktioniert das? Kannst du das vielleicht kurz erklären? Natürlich, das ist, praktisch so ungefähr
so eine Armband, naja, wie eine Zigarettenschachtel so groß. Und dann Kann ja danach, ich mache so, dass ich dann ein Bild von diesem Gerät mal einblende, ja, das Video, wenn ich das editiert habe, dann sagt man, schau mal, hier siehst du das Watchpad, wie das aussieht. genau. Also, Okay. Gut, also das Watchpad gibt es 2 Versionen. Einmal gibt es das One, das ist praktisch ein Einmalgerät. Das wird über ein Handy, nimmt das die Daten auf und schickt das an die Praxis. Das Gerät wird dann komplett entsorgt. Und das Watchpad 300, was ich immer verwendet habe, da musstest du eigentlich nur eine Fingerelektrode neu besorgen. Und das andere Gerät, das wurde dann praktisch dem Patienten mitgegeben. Da gibt es eine wunderbare Anleitung, wie das anzulegen ist. Witzigerweise haben alle Patienten das geschafft, außer unsere Medizinerkollegen. Die haben so mit der Chirurgie das das nicht geschafft haben, ein ordentliches Ergebnis rauszubringen. Gut, und, dann kommt das eben am nächsten Tag in die Praxis und dann haben die Mitarbeiter das ausgedruckt und dann hast du 5 Seiten Ergebnis, was bei dem Patienten in dieser Nacht passiert ist. Also die verschiedenen Schlafphasen, dann die Sauerstoffentsättigungen, die Arousals und so weiter und so weiter. Und dann kannst du dem Patienten, in Ruhe sagen: „Gucken Sie mal, Sie haben zum Beispiel viermal heute Nacht, 90 Sekunden Atemaussetzer gehabt.“ Dann habe ich immer gesagt: „Dann jetzt halten Sie mal spaßeshalber die Luft an, solange wie es geht.“ Und dann wird denen nach 20 Sekunden wird das schon knapp. Und ich sage: „Dann stellen Sie sich mal vor, was das für 'n Stress für Ihren Körper ist und für Ihr Herz, wenn es 90 Sekunden lang keinen frischen Sauerstoff bekommt.“ Und spätestens dann hast du sie. Dann war klar, das lässt keiner. du ganz kurz nochmal zurück zu den, du hast da 2 Sachen erwähnt. Die Wegwerfversion via Handy und der Watchpad, das ich auch auf dem Internet quasi recherchiert habe, dieses 300, eben mit diesem Ja. Ding und auch eine Elektrode, die du, glaube ich, irgendwo noch, auf den Brustkorb oder ja. Was ist der Unterschied und also reicht das Wegwerfprodukt oder ist das andere besser? Nein, also das Wegwerfprodukt, da kriegst du immer 6 Stück, die du kaufst und die du natürlich dann dem Patienten in Rechnung stellst. Und ich bin immer gegen Wegwerfen. Also, ich finde, es reicht, wenn man die Fingerelektrode frisch hat und die dann wegwirft und, Aber jetzt rein von der Zuverlässigkeit her sind beide kein Geräte kein kein Unterschied. Unterschied. Kein Unterschied, ne? Aber ich finde es halt schön, wenn der Patient das Gerät dann abgibt. Zu Anfang hatte ich immer Angst, dass er dieses teure Gerät irgendwie verschlammt oder kaputt macht. Ist toi 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 nie passiert. Haben wir die Patienten natürlich auch gesagt, sie kriegen dann 'n teures Gerät mit. Aber dann kannst du das eben zu Hause oder nicht, sondern in der Praxis gleich ausdrucken und hast dann 5 Seiten. Da kannst du, bevor du mit dem Patienten sprichst, das noch mal in Ruhe angucken. Und ich habe es immer so gemacht, zweimal ausgedruckt, einmal für den Patienten zum Mitgeben und einmal für mich, um Notizen reinzuschreiben. Wie teuer ist das? Nur eine kleine Zwischenfrage. Von wie viel reden wir da ungefähr? Für den Watchpad, Ja? du, weiß nicht genau, irgendwie zwischen 8 und 10.000 Euro. So teuer ist das? Ja, ja, natürlich, ist 'n hochwertiges Gerät. Das ist also validiert. Pass auf, ich liege keine Ja, ja, nein, aber ich habe so als das habe ich gedacht, ja, das kostet, irgendwie 1.000 hätte ich ne, investiert, da aber ist die Tobe, dass also das validiert ist und dass diese Ergebnisse ganz nah rankommen an das, was du im Schlaflabor hast. Nur im mhm. Schlaflabor hast du natürlich noch mehr Sachen. Hast du kontinuierliche Blutdruckkontrolle, du hast 'ne Videoaufnahme und so weiter. Was kostet dann die Wegwerfversion? Fast gleich. Also, es ist So. ist kein großer Unterschied. Ah, Also, es ist nicht 'ne Frage der Kosten, sondern eher sozusagen, wenn du das Gefühl hast: „Oh, ich habe hier 'n Gerät, das hat schon mal jemand zu Hause mit im Bett gehabt“, oder ich habe ein Gerät, was komplett neu ist und was dann aber komplett entsorgt wird. okay. Es ist mehr so mental das Gesch Ich fand dieses andere Gerät toll und wie gesagt, dann habe ich so kriegst du dann bei dem, Watchpad One kriegst du es übers Handy vom Patienten die Daten geschickt. Und ich fand es aber immer besser, wenn wir das Gerät sozusagen in der Praxis hatten, es dann ausgedruckt wurde und dann habe ich in aller Ruhe konnte ich mir die ganzen Parameter angucken und konnte dann auch entweder sagen und der macht auch gleich 'n Befund. Also, sagt zum Beispiel: „Sie haben jetzt mittlere Schlafapnoe oder schwere Schlafapnoe.“ Und da konnten wir eben auch noch bestimmte andere Sachen rauslesen, die leider im Schlaflabor oft sozusagen übersehen werden. Weil Schlaflabor, die gucken nach 2 Dingen. Erstens mal hast du 'ne Sauerstoffentsättigung. Die hast du immer dann, wenn du 'ne Obstruktion hast. Und hast du Arousals, diese zentral gesteuerte Aufweckreaktion. Und dann sagen die: „Bingo, Sie haben 'ne Schlafapnoe.“ Und dann ist nur noch die Frage, wie schwer? Leichte, mittlere oder schwer? Und dann ist es so, dass die
Schlafmediziner keine Zahnärzte sind und die gehen im Prinzip erstmal davon aus, dass der Patient am besten mit einer CEPA versorgt ist. Und deswegen ist es nach dem bisherigen System so selten, dass wir Zahnärzte Schienen machen, weil die Schlafmediziner die erstmal nicht verordnen. In Deutschland ist es auch noch so, dass wenn du von der Krankenkasse eine Schiene bezahlt bekommen willst, dann muss der Schlafmediziner erstmal nachweisen, dass er einen CEPA-Versuch gestartet hat und der Patient damit aber nicht zurechtkommt. Also da kommen wir eigentlich wieder auf die Frage zurück. Das heißt, grundsätzlich wird eher von den Schlafmedizinern werden diese Atemmasken verschrieben. Ja, einigen wir uns mal auf CEPA. Und ich finde, Ja. Und wie das funktioniert, erkläre ich nachher noch, aber es ist so, da sind die Schlafmediziner darauf eingestellt. So. Und was die Sache sozusagen anders macht, ist, wenn wir als Zahnärzte sozusagen schon mal screenen. Wir dürfen keinen Befund und keine Befund schon, aber keine Diagnose stellen, sondern das muss dem Schlafmediziner überlassen werden. Wir können aber screenen, weil es ja entsprechend nach S3-Leitlinie bestimmte Werte gibt, wo man sagt, da muss der Patient ins Schlaflabor, zumindest ist es empfohlen. Und dann können wir als Zahnärzte dem Patienten gleich mitgeben, aus zahnärztlicher Sicht wäre auch eine Schienenversorgung möglich. Dann legen wir das sozusagen dem Schlafmediziner in die Hand. Und dann kommt noch meine Frage. Also von dem, was du mir alles erzählt hast, bin ich der Meinung, dass eigentlich die Schiene, die Repositionierung der Zunge etc. in 99% der Fälle ausreicht, um den Patienten wieder mit Sauerstoff zu versorgen, weil ich meine, ja, es geht ja darum, wenn die Atemwege frei sind, kannst du atmen. Atemgeräte kennen wir doch aus dem Krankenhaus, auf der Intensivstation, wo man auch durch die Nasenlöcher ein bisschen Sauerstoff zuführt, um eine reduzierte Sättigung des Blutes vielleicht zu kompensieren. Ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht, sei dahingestellt. Aber grundsätzlich muss ich doch sagen, hey, das sind ja nicht Leute, die zu wenig Luft kriegen. Wenn du die Atemwege frei machst, dann kannst du wieder atmen. Also irgendwie musst du mir jetzt mal erklären, macht es überhaupt Sinn, nicht eine Schiene zu machen und den Patienten zu beatmen? Also erstens mal, der Patient wird nicht beatmet, sondern hast du ja, wir müssen es ja gleich richtig stellen, sonst kommt jemand von der Seite und er sagt, das ist alles Quatsch, was du jetzt einfach sagst. Die Patienten werden durch die CPAP nicht beatmet, sondern die Atemwege werden durch pneumatischen Druck offen gehalten. Wer ist das nicht? Nur je stärker sozusagen die Verlegung ist, umso höher muss auch dieser Druck eingestellt werden. Die kriegen nichts anderes als Umgebungsluft mit einem entsprechenden Druck in so und so viel Millibar. So, die andere Geschichte mit der Schiene ist, es gibt bestimmte Kontraindikationen gegen Schienen. Also wenn du zum Beispiel keine Protrusion produzieren kannst oder entsprechende Kiefergelenkprobleme hast oder keine entsprechende Mundöffnung hast oder nicht genug feste Zähne hast, dann schafft das schon mal aus. Und dann muss man auch sagen, es gibt auch Fälle, wo die Schiene allein nicht genug Verbesserung bringt. Also ich sage jetzt mal, jemand, der massiv übergewichtig ist, der einen dicken Hals hat, gibt es bestimmte Kriterien, da muss man sagen, da ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass du mit der Schiene alleine was werden kannst. Aber es gibt eben auch verzweifelte Fälle, ich sage mal, übergewichtig und zahnlos. Dann ist es so, dass die Passung der Maske ganz schwierig wird, weil eben auch das Gesicht, ich sage mal, übergewichtig ist. Es gibt keine Maske, die das richtig abschließt, um so hohen Druck aufrecht zu erhalten, dass diese massive Atemwegverlegung dadurch geöffnet wird. Und dann kann man eine sogenannte hybride Methode anwenden, die ist aber leider vielen Schlafmedizinern nicht bekannt. Da kannst du demjenigen entweder in der Vollprothese eine Protrusion einbauen über eine Schiene, musst dann aber über eine Kopf-Kinn-Kappe dafür sorgen, dass sozusagen der Mund geschlossen bleibt, weil wenn der Patient den Mund aufmachen würde, wäre diese ganze Protrusion weg. Und dann kannst du denjenigen mit einer CEPA versorgen und brauchst nicht so viel Druck und dann wird die Maske auch wieder dicht. Das ist aber jetzt ein bisschen fortgeschritten. Ja, aber nein, aber ich finde es wichtig, dass wir da diese ganzen auch Randbezirke quasi ein bisschen antönen. Also wir können das sicher nicht im Detail alles besprechen und erklären.
aber dass die Leute, die uns da zuschauen oder zuhören, auch ein bisschen sehen oder hören, im Moment so banal ist die Geschichte nicht und so einfach ist es jetzt auch nicht. Ja. Nach dem Motto, Patient kommt, ich schaue dem jetzt rein, jetzt hat der Huber gesagt, gibt eine Checkliste mit Bruxismuszeichen, Muskelbefund, Zungenposition, bla 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 bla. Vielleicht kann man ja, was heute oft gemacht wird, auch ein DVT machen, indem man ja quasi die Airways darstellen kann. Ich habe jetzt ja ein cooles KI-Tool, das heißt DiagnoCat. Das macht aus dem DVT ein STL, also ein 3D-Bild. Ja. Dort kannst du dann auch die Atemwege dir darstellen lassen. Und dann siehst du eigentlich, weil der Patient ist ja beim DVT in einer mehr oder weniger relaxten Situation. Er drückt ja die Zunge auch an den Gaumen beim DVT. Beim OPT muss ja auch an den Gaumen drücken. Und dann kannst du die Atemwege sehr schön darstellen und dort auch eine Aussage machen, sind die Atemwege verengt, ja oder nein? Genau. So. Sagt dir CCAT was? CCAT? Ja, genau. Also, mein Freund, Gerhard Werling hat mir da verschiedene, sozusagen Aufnahmen gezeigt, wo du auch 3D-mäßig sagen kannst, sehen die Atemwege aus und dann kannst du auch sozusagen die minimalste Enge in Quadratmillimetern bestimmen. Das Problem ist nur, du kannst jetzt nicht sagen: „Jetzt setze ich dir mal eine Schiene ein, dann mache ich noch mal 'n DVT." Das, verbietet sich sozusagen von der Strahlendosis her. Aber das wäre natürlich optimal, nicht? Weil das kannst du ja auch schon im Röntgenbild, schon im OPG kannst du darstellen, wie sich die Öffnung der Atemwege sozusagen verbessert. Das war einfach so ein Einschub, was es noch, das ist ja dann Upper Airways, Centric, Airway-centric. genau. Also, das Thema ist schon nicht so ganz banal und breitet sich da in diverse Bereiche der Zahnmedizin aus. Also, jetzt kommen wir noch mal zurück auf diesen, Watchpad. Ja. Da musst du einfach als Zahnarzt mal sagen: „Okay, ich leiste mir das, wenn ich“, da musst du natürlich auch ein paar Patienten haben. Kannst nicht für einen Patienten dann 8 bis 10.000, kann man das vielleicht auch mieten oder gibt es da Pass auf, Leasing. Also, wie gesagt, ich verkaufe die Kiste leider nicht. Nein, ja, das ist immer grundsätzlich so. Entscheidend ist natürlich, dass du das diagnostizieren und interpretieren kannst. Also, dann musst du erst mal dich auskennen, was ist 'n AHI, was ist 'n ODI, was ist 'n RDI, so ich sage mal, diese täglichen Begriffe. Und, dann musst du sehen, dieses Gerät macht dir ja schon praktisch, 'n Vorschlag für 'n entsprechenden Diagnose. Und dann ist die Frage: Darfst du das als Zahnarzt alleine behandeln oder musst du den ins Schlaflabor schicken? Aus forensischen Gründen und auch aus versicherungstechnischen Gründen. Und, es ist aber so, dass Leute sagen: „Ich gehe auf gar keinen Fall ins Schlaflabor." Dann können wir sagen: „Okay, ich kann Sie jetzt darauf hinweisen, dass Sie das tun sollten, ärztlich, aber Sie wollen entgegen ärztlichen Rat nicht ins Schlaflabor." Dann sage ich, wenn ich bei dem eine mittlere Schlafapnoe entdecke und kann dem durch eine Schiene helfen, dass er deutlich bessere Werte hat, dann kann ich sagen, das kann ich zahnärztlich verantworten. Er hat ja sozusagen den Besuch im Schlaflabor abgelehnt. Dann kann ich sagen: „Okay, Sie haben das unterschrieben. Wir machen Ihnen 'ne entsprechende Schiene und wir müssen anschließend auch noch mal kontrollieren, ob die entsprechende Wirkung entfaltet." Es gibt ja noch den Begriff des Titrierens. Du kannst also den Vorschub noch entsprechend einstellen. Wobei es halt nicht so ist, dass je mehr Vorschub, umso besser, sondern gibt so irgendwo einen Sweet Point, wo man sagt, das ist das Optimum auf das Gelenk. ja, jetzt mein Prothetiker hat mir gesagt, er war in Deutschland an einer, Schulung in Frankfurt, Ja. und zwar ist das von der Firma Scheu. Mhm. Da hat er mir dann 'ne Broschüre geschickt. Da hat er 'ne Broschüre geschickt zum Thema Schlafstörungen, das heißt TAP, Mhm. also einfach 'ne Schiene, also ist 'ne Tappschiene. Die wird von der Firma Scheu wird die hergestellt. Kennst du das? Ja, pass auf, dann muss ich dir was dazu erzählen, weil ein bisschen Kritik an der Schiene. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass die ganze Sache um die Zunge geht. Wir wollen, dass die Zunge nach vorne kommt. Gibt auch bestimmte OPs, die sozusagen dafür sorgen, dass die Zunge nach vorne kommt und so weiter und so weiter.
Aber die TAP-Schiene, die hat eigentlich eine geniale Idee. Die sagt, wir machen vorne im Frontzahnbereich ein kleines Schloss. Da kann sozusagen die Unterkieferschiene einhaken und dann hat sie auch noch ein bisschen Seitwärtsbewegung. Wenn man da überlegt, dass es im Prinzip diese ganze Unterkiefervorschub nur darum geht, die Zunge nach vorne zu bringen und dann den Platz, den die Zunge eigentlich annehmen will oder einnehmen will, verbarrikadiert durch ein Schloss, dann haben die nicht zu Ende gedacht. Das ist technisch schön, aber medizinisch eigentlich nicht sinnvoll. Äh, was machst du? Also es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Produkte zu promoten. Was ist jetzt dein Favorit, wenn du von Schienen redest? Also, weil es gibt ja da eine Skala an Konzepten mit Seitenführungen, mit das und hin und her. Also diese Schiene, andere Schienen. Also, ich habe einfach das andersrum gemacht. Reverse Engineering. Ich habe gesagt, okay, was muss so eine Schiene eigentlich alles bieten? Also, sie muss erstmal in der Höhe mehr Platz haben, dann muss sie den Unterkiefer nach vorne bringen und dann muss sie der Zunge genug Platz geben, beziehungsweise sogar auch noch der Zunge einen Impuls geben, die richtige Lage einzunehmen, nach vorne, so. Und dann habe ich eine Schiene entwickelt. Oliver Ahlers, den kennst du vielleicht, ich habe den gefragt: „Sag mal, was hältst du davon?" Sagte er: „Das ist wie hat er gesagt, eine Ventilationsorthese." Das heißt, die einfach die Atmung erleichtert. Ist eigentlich so gesehen gar keine Schiene, aber gut, fällt auch unter den Begriff Schiene. Und die hat bestimmte Punkte, sie macht also diese vertikale Öffnung, sie macht eine Protrusion, das hängt dann davon ab, wie sozusagen diese Gelenke eingehängt werden, vorne, oben, hinten, unten, damit, wenn der Patient den Mund aufmacht, die Protrusion noch verstärkt oder nicht wieder verloren geht. Deswegen braucht diese Schiene dann auch keine Gummizüge, um den Mund zuzuhalten. Und dann hat sie eben auch noch sozusagen, ähm, 2 Elemente, die der Zunge den Impuls geben, nach vorne zu gehen. So. Und dann kann eigentlich nur eine Schiene daraus entstehen. Also so das Teil, wie ich es dann auch in meinem Kurs, beschreibe. Da kriegen die Kollegen für 'n Techniker eine Anweisung, können sie das selber machen, was im eigenen Das ist eine Schiene, die du mit dem Oliver Ahlers entwickelt hast? Nein, nein, ich habe ihm das gezeigt. Aha. Und ich sage: „Was hältst du davon?" Das fand er ganz interessant. Ich sage: „Wie würdest du das Ding nennen?" Und da hat er gesagt: „Das würde ich eine Ventilationsorthese nennen", weil das sozusagen nichts mit der Schiene, wie man sonst, weiß ich, Michigan-Schiene oder so zu tun hat, sondern das ist eben einfach nur etwas, um den Unterkiefer nach vorne zu bringen. Und warum bringen wir den Unterkiefer nach vorne? Weil sozusagen darüber die Zunge und das Hyoid nach vorne gebracht wird. Das ist der Trick. Das ist aber schon auch bimaxillär. Wie magst du der? Ja, ja, wie meinst ja, ja, anders geht das nicht. Wie vertreibst du die oder wie ist Nein, ne, das kann 'n Techniker selber machen, Zahntechniker. also, es ist nicht irgendwie weil also, ganz ehrlich, ich meine, wir haben in der Schweiz so der Platzhirsch heißt ResMed, Ja, ja, so 'ne Schi und die Schiene ist irgendwie fast unanständig teuer, weil die, ich glaube, die haben irgend 'nen Deal mit den Krankenkassen, dass das so eine der offiziell zugelassenen ja, 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 ja. und dann musst du auch als Labor musst du dich dann zertifizieren, dass du die überhaupt machen darfst et cetera, et cetera, et cetera. Also, darum bin ich ja gar nicht unglücklich, wenn du mir sagst: „Schau mal, es gibt einfach gewisse Parameter, die man, berücksichtigen muss und dann, ist das eine Schiene, die dann in einem überschaubaren Preissegment sich auch bewegt für den Patienten“, weil sonst meiner Meinung nach wird das Ganze fast zu teuer. Also, das verhindert oft auch eine Behandlung, Ja. weil du dem Patienten sagst: „Ja, jetzt müssen Sie das machen, Sie müssen das machen, Sie müssen das machen, Sie müssen das machen, das kostet so viel, das kostet so viel, das kostet so viel.“ und, auch wenn die Krankenkasse dann einen Teil übernimmt oder das Ganze bezahlt, trotzdem, sind solche Amtswege oder bürokratischen Wege verhindern oft, eine Behandlung. Darum gefällt mir dein Ansatz, dass du einem Patienten, wenn du selber diese ganzen Dinge, äh, in der Anamnese, also diagnostizierst in einer Form, sagst: „Schauen Sie, wir haben da eine Möglichkeit, mit einer Schiene auch mal einen Versuch zu machen, und das kostet dann ein paar 100 €, also kostet nicht Tausende von Euro. Ja. Und du machst ja nix falsch. Also, in dem Sinn kannst du nicht du machst nichts kaputt oder du sa oder gibt es ein Risiko? Genau, also, das ist gut, dass du das ansprichst. Also, das Schlimmste, was passieren könnte, ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen,
Frau kommt zu dir und sagt: „Mein Mann schnarcht, machen Sie mal 'ne Schnarcherschiene." Dann machst du ihm irgendeine Schiene. Und 'n halbes Jahr später stirbt der Patient, weil du etwas behandelt hast, von dem du gar nicht wusstest, was es ist. Der hat möglicherweise an 'ner schweren Schlafapnoe gelitten, die mit Schnarchen begleitet war. Schnarchen ist vielleicht weniger geworden, die Schlafapnoe hast du aber nicht behandelt. So, deswegen sage ich immer, wir dürfen ja nichts behandeln, von dem wir nicht wissen, was es ist. Deswegen müssen wir, ich sage mal, auch auf Augenhöhe mit den Schlafmedizinern arbeiten. Das heißt, wir müssen uns mit diesen verschiedenen Parametern auskennen. Was ist 'n AHI, was ist 'n ODI und was sind die Grenzwerte, wo man sagen muss: „Okay, der muss unbedingt ins Schlaflabor", und, da kann ich den Patienten darauf hinweisen, sie müssen ins Schlaflabor. Wir haben ja entsprechende Werte, wo wir sagen können, wenn wir jetzt mit der Schiene eine Verbesserung erreichen, ist das so in Ordnung. Und dann ist es auch noch mal so, dass eben auch die Schlafmedizin auch nicht sehr viele Hausärzte interessiert. Ich will das jetzt niemand kritisieren, aber wenn ich Hausärzte angesprochen habe, dann sagen sie auch: „Schlafmediziner, fahren Sie mal lieber Schlafmediziner. Wir schicken die auch weg." Und das Tragische an der Geschichte ist ja, wir gucken jedem Patienten in den Mund. Und wenn wir ein bisschen ausgebildet sind, können wir sagen: „Mensch, da könnte vielleicht ein Schlafproblem dahinter stecken", was ganz schwerwiegende Folgen für den Patienten hat, bis hin nachher zum Herzinfarkt und Schlaganfall. So. Und wenn wir dem Patienten dann sagen: „Mensch, das wäre vielleicht mal ganz schlau, wenn wir mal nachgucken, bevor die ganzen Sekundärerkrankungen richtig schlimm werden", dann ist doch dem Patienten auch geholfen. Und wir nehmen auch niemandem die Arbeit weg. Ja, also Schlafmediziner gucken dann ganz irritiert: „Jetzt kommt der Schlafarzt und 'n Zahnarzt und schickt uns Patienten. Was soll denn das? Will der uns das wegnehmen?" Nein, will er nicht. Er möchte nur sicher sein, dass die Patienten, die wirklich 'ne Behandlung brauchen, auch die adäquate Behandlung bekommen. Na ja, und wie gesagt, dann auch noch mal, die Mediziner bei uns haben alle das Gefühl, dass Zahnärzte viel oder möglicherweise zu viel Geld verdienen. Und wenn die dann hören, dass jetzt wollen die auch noch die Schienen machen und wollen uns sozusagen die Zebra-Patienten wegnehmen, das muss man dann klären. Da muss man da entsprechende Zusammenarbeit etablieren und dann muss man natürlich auch auf Augenhöhe mit denen argumentieren über die entsprechenden Werte. Wir haben die und die Werte und wir haben die Möglichkeit, 'ne Schiene zu machen. Bitte sagen Sie was dazu. Und dann schickst du die Leute prinzipiell auch immer zum HNO. Da möge der auch noch mal was dazu sagen, ob's da aus seiner Sicht irgendwas gibt, was man tun könnte. Und so kann man sich da einreihen, ganz still einreihen in die Leute, die also entsprechende schlafbezogene Atemstörung behandeln. Jawohl. Ja, man kann Dinge kompliziert machen oder einfach machen, aber ich bin schon bei dir, dass man sauber diagnostizieren muss, bevor man einfach eben irgendeine Schiene verkauft oder irgendwas kauft, was dem Patienten vielleicht schaden könnte. Da bin ich ganz bei dir. Also, das ist schon 'ne, und vielleicht muss dann der Patient auch mal drüber schlafen, also Absolut, ja, ja. Aber weil gepflegt. Also, zuerst man muss ja im Prinzip sehe ich sage ja auch immer, meinen Patientinnen und Patienten: „Ich bin Ihr Berater. Ich berate Sie, das haben wir schon mal diskutiert. Ich bin kein Verkäufer, bin Berater." genau, Und auch ich sage auch, der gute Autoverkäufer ist ein Top-Berater. ja. Und dann, weil er die Beratung so gut war und du warst ja da im Laden drin und hast dich ja für ein Auto interessiert. Eben wenn die Beratung so gut ist, dass sie dich davon überzeugt, dann kaufst du auch etwas, also dann machst du etwas, also dann wirst du aktiv. Und, darum mir gefällt der Begriff Berater oder Coach Ja, immer viel besser als Verkäufer. ja. Weil Verkäufer sind ja die Telefonverkäufer oder was auch immer, die einem da den Kopf vollreden, dass man etwas kaufen soll. Aber da denke ich schon, dass die Beratung im Vordergrund steht, und wenn man mit dem Patienten auch offen kommuniziert und ein Vertrauensverhältnis aufbaut, dann funktionieren gerade solche Dinge auch besser, weil das ist ja nicht etwas, wir haben gerade vor ein paar Tagen mal diskutiert, viele Leute haben Mühe mit Dingen, wo sie nicht sofort ein Ergebnis sehen. Mhm. Also, also, ich sage mal brutal, du kaufst dir 'ne neue Brille, du ziehst die neue Brille an, du siehst, wie du aussiehst. Gefällt mir nicht, ein Ergebnis ist da, die Brille kostet etwas, ja, ich nehme sie. Wenn du irgendetwas machst, ich sage immer so nach dem Motto, ich bin jetzt,
einen Schönheitsberater und du kommst zu mir und ich sage: „Schau mal, jetzt mache ich jetzt eine Schönheitstherapie. Schauen Sie mal in den Spiegel, wie Sie vorher ausschauen und ich mache Ausspaß alles.“ Und am Schluss siehst du genau gleich aus. Dann denkst du auch: „Moment, aber was ist jetzt passiert?“ Dann kann ich dir lange noch erklären: „Wissen Sie, das war jetzt tief in dem Zellgewebe drin und das sind Dinge, das muss jetzt erst mal das System aktiviert werden und das Resultat wird in 6 Wochen oder in 12 Wochen werden Sie sehen, was wir wirklich gemacht haben.“ Ja, dann kriegst du jetzt nicht gleich euphorische Feedbacks von den Patienten. Ja. Aber grundsätzlich würdest du jetzt auch mal sagen, wichtig ist, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte einfach vielleicht etwas hellhörig werden und mehr auf Patienten, also, du hast mich extrem sensibilisiert, dass ich mit meinen Patienten jetzt nicht eben überhaupt, ich habe noch niemandem irgendetwas da verkauft oder aufgeschwatzt. Bin jetzt mehr so in der Phase, ich höre mal den Patienten zu, die von sich auch aus kommen oder vor allem also die Patienten, die so eine Maske haben, die haben ja da immer die Streifen dann links und rechts auf den Backen, auf den Wangen. Da sage ich dann manchmal: „Ah, haben Sie so eine Schlafmaske da, so ein Gerät?“ „Ja, ja.“ Und dann erzählen die dir auch, wieso und was und so weiter. Und das ist immer spannend, diese Geschichten auch etwas zu hören. Also, ich mache dir folgendes Angebot, weil ich merke, ich habe da so ein bisschen gezündet und ein bisschen was angezündet bei dir. Ich lade dich ein, dass du zumindest mal den ersten Teil meines Schlafmedizinkurses dass du dran teilnimmst, weil da werden ganz viele Fragen geklärt. Worum geht's eigentlich? So. Und wenn du sagst: „Das ist so interessant, dann machen wir weiter“, dann machen wir da auch weiter. Aber du musst erst mal die Basics kennen. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist mit dem Verkauf. Du weißt ja, dass ich der Meinung bin, wir verkaufen nichts. Aber wenn du deinen Patienten zuhörst, so und jetzt würdest du mir erzählen, du willst 'n Auto kaufen, dann fange ich an beim Trabi und höre beim Rolls-Royce auf. Dann sagst du schon: „Der Typ hat mich überhaupt nicht verstanden.“ Wenn ich aber sage: „Du kannst jetzt auswählen zwischen BMW und Mercedes, Sportversion“, dann sagt er: „Okay, der hat mich verstanden.“ Ja, und ich möchte aber die Mercedes sowieso Version haben. Dann zeigst du dem Patienten, dass du ihn verstanden hast und dass nicht irgendwie was runterplapperst und darauf kommt es halt an. Und so ist es auch mit der Schlafmedizin. Kannst ihn erst mal 'n bisschen antriggern und dann kannst du ihm zeigen, etwas, was er bei sich selber auch festgestellt hat. Ach ja, das mit der Atmung. Wenn die Zunge raus geht viel leichter und die sagen: „Wissen Sie, im Schlaf fällt die Zunge deutlich weiter nach hinten. Da haben Sie es wesentlich schwerer zu atmen, beziehungsweise wenn Sie Pech haben, gehen die Atemwege ganz zu. Und da haben Sie vielleicht mehrmals in der Nacht 90 Sekunden, wo Sie keine Luft kriegen.“ Und dann ist der Patient dabei. Wenn du ihm irgendwas von schlafbezogener Atmungssteuerung erzählst und dass das mit Schnarchen zu tun hat, die Schnarcher schnarchen ja nicht, das weil sie es nicht wissen. Ne, das sind nur die anderen, die darunter leiden. Und ich habe noch eine Sache, die habe ich natürlich, weil ich ja zuhöre, wenn du was sagst, nachgeforscht, was mit dem Schlafen mit Mund offen ist. Das ist nicht gut. Es gibt einen neuen Begriff, das ist der sogenannte Verschlussdruck. Du musst innerhalb von diesem Atemsystem einen gewissen Druck haben, bevor der zusammenfällt. So. Und der mit einem offenen Mund zu schlafen, erhöht diesen Druck. Das heißt, die Atemwege fallen schneller zusammen. Dann bist du eher ein Kandidat für 'ne obstruktive Schlafapnoe. Also, Ich atme, seit ich Kind bin, mit offenem Mund. was nicht heißt, dass es richtig ist. Nein, nein, aber ich sage mal so, ich habe also mein persönlicher Eindruck oder auch wenn ich mit Patienten rede, ich müsste vielleicht mal das wissenschaftlich recherchieren, dass ein Großteil der Menschen mit offenem Mund schläft. Das weiß ich nicht, ob 'n Großteil ist, aber es gibt bestimmte physiologische Vorteile. Sonst wäre ja auch dieser Hype nicht jetzt da, dass sich da die Hollywood-Stars den Mund zukleben, Ja, es ist damit man wirklich nicht durch den Mund atmet. ja, ja, das halte ich natürlich für Quatsch, weil es hat ja 'n Grund, warum du durch den Mund atmest. Weil du vermutlich dann besser Luft bekommst. Also, du musst ja erst gucken, wo liegt 'n sozusagen die Obstruktion? Wo ist der Flaschenhals in Anführungszeichen, ne? Also, einfach mit Zug leben. Ja, aber jetzt mal ganz naiv gefragt, Ja. wenn ich mir den Mund zuklebe, wenn ich nicht genug Luft durch die Nase bekomme, merke ich ja das oder merke ich das Da nicht? rockst du auf, natürlich. Ja, du bist also, pass auf, der Punkt ist der, warum ist das mit dem Atmen so wichtig? Weil du, in der Nacht ungefähr 4 bis 5 Mal gewisse Schlafzyklen durchläufst.
Und dann ist immer auch eine Tiefschlafphase dabei, die unterschiedlich zu Anfang der Nacht längere Tiefschlafen, gegen Morgen weniger. Und wenn du jetzt in die Tiefschlafphase kommst, dann kommt es eben häufig zur Verlegung der Atemwege. Und dann kommt dieses Arousal, diese Notfallreaktion unter Ausstoßen von Adrenalin. So, die kriegst du aber selber nicht mit, aber dein Körper schon. Das heißt, du hast dann deine Tiefschlafphasen zerhackt. Und das würde in dem Fall natürlich auch passieren, es sei denn, du hast so viel Alkohol zu dir genommen, dass dieses Arousal nicht mehr durchdringt. Und dann würdest du aber morgens nicht mehr aufwachen. Also, ja, ja, tatsächlich. Das ist dann das ist dann die harte Variante. Nein, das war wieder mal 'n spannender Einblick in diese ganze Thematik. Also, dein Angebot nehme ich gerne an. Gut. Vielleicht kannst du auch noch, dass wir dann in dem Video kann ich noch 'n paar Informationen zu deinem Kurs Ja, gerne. weitergeben. Wie funktioniert der Kurs bei dir? Also, es ist so, ich habe normalerweise dann, weiß ich, am Freitag oder Samstag von 10 bis 18 Uhr Kurs. Wir würden das erst mal so machen, Zoom-mäßig, dass ich dir die ersten 2, 3 Kapitel mal präsentiere, so wie jetzt, dass du halt meine Folien ist. So, und dann kannst du da, Folien abfotokopieren oder Daten abfotokopieren und so weiter. Und dann kannst du mal schauen, was du daraus machst. Und dann machst du natürlich dann auch noch den Kurs zu Ende und schreibst dann einen Abschlusstest. Und dann wirst du von mir als schlafmedizinisch fortgebildeter Zahnarzt zertifiziert, weil das aus 2 verschiedenen Gründen wichtig ist. Also, erst gibt es in Deutschland durchaus Krankenkassen, die sagen: „Ja, wenn Sie eine Schiene machen, sind Sie überhaupt in der Lage? Können Sie das überhaupt?“ So. Und dann ist es natürlich auch forensisch so, wenn irgendwas mal passieren sollte, kannst du sagen: „Leute, ich habe 'ne entsprechende Fortbildung gemacht.“ Und das buchen das viele Kolleginnen und Kollegen? Na ja, ich mache das ja den Kurs leite ich ja schon seit 10 Jahren. Okay. Und, wird natürlich immer besser. Und jetzt habe ich entschlossen, dass ich 'n Teil davon wieder streiche, weil ich will nicht alles den Leuten mitteilen, was ich weiß, sondern eigentlich nur das, was für sie wirklich relevant ist. Aber es gibt ja eben auch geschichtliche Hinweise, wieso zum Beispiel ein Tongue Tie, also sozusagen kurzes Zungenbändchen, eine der Möglichkeiten ist später als, hier 'ne obstruktive Schlafapnoe zu bekommen. Weil wenn das Kind nicht saugen kann, dann kann es seinen Gaumen nicht entsprechend ausbilden. Und dann hat es nachher als Erwachsener einen hohen, schmalen Gaumen und eine Zunge, die genetisch halt die Größe hat, die es haben soll. Und dann hat die Zunge zu wenig Platz und dadurch werden die Atemwege kompromittiert. Also, gibt ganz viele Verflechtungen, wo man sagt: „Meine Güte, warum habe ich“, und dann muss ich dazu sagen, weil wie gesagt, den Kurs schon lange gehalten und auch zu Präsenzzeiten gab es mindestens 3 bis 4 Leute, die gesagt haben: „Oh, das ist ja genau wie bei mir.“ Die wussten das natürlich vorher nicht. Kannst dich darauf freuen, wirst du vermutlich auch das eine oder andere entdecken und sagst: „Ach, ist ja interessant.“ Ja, absolut. Also, ich sage mal, ich kann deinen Kurs nur wärmstens empfehlen. Also, ohne jetzt weil das Thema ist wirklich spannend und man hört jetzt auch immer mehr dazu und es macht Sinn. Es macht meiner Meinung nach Sinn, da sich mal auch ein bisschen fortzubilden. Wir müssen uns sowieso fortbilden. Also, wieso nicht etwas machen, was nützlich ist und nicht irgendwo einfach in einen Vortrag reinsitzen, seine Punkte abholen und nichts lernen. Freunde, wir sind ja nicht nur Zahlen, sondern wir sind Zahnmediziner. Und da hängt immer an dem Gebiss komischerweise ein ganzer Mensch dran. Absolut. Das ist wirklich ein perfekter Abschluss für die heutige Sitzung. Ja. Vielleicht noch kurz, was denkst du, was wir als Nächstes noch besprechen können? Na ja, ich würde vielleicht noch mal 'n bisschen im Detail auf die Dinge eingehen, dass die Leute wirklich wissen, worauf sie sich einlassen. Und, wie gesagt, das ist keine, wie sagt man so schön, Rocket Science, aber du musst halt die Begriffe kennen und du musst jetzt nicht, fitter Schlafmediziner sein. Aber wenn dich 'n Patient fragt, und das ist ja nachgewiesen, dass immer mehr Patienten ihren Zahnarzt fragen: „Mein Mann schnarcht oder der Partner schnarcht, können Sie dem nicht 'ne Schiene machen?“ Und dann musst du vernünftige Antwort geben können und sagen: „Passen Sie auf, so und so hängt das zusammen und wir müssen vielleicht erst mal Schlaflabor“ und so weiter. Dass man da noch mal so 'n paar Parameter zusammenfasst, dass man sagt: „Okay, das und das sollte ein Zahnarzt wissen, damit er 'ne vernünftige Antwort geben kann.“ Und dann ist eben die Frage, ob er da selber einsteigen möchte und sagen: „Okay, die Patienten behandle ich auch, die für 'ne Schienenversorgung infrage kommen.“
Vielleicht kannst du dann fürs nächste Mal 2, 3 Folien vorbereiten, als kleine Infografiken, um die Leute auch ein bisschen schmackhaft zu machen auf das Thema. Okay. Und, also wir werden ich werde dich da nicht in 'n normalen Kurs einschleißen, sondern wir werden mal einen Zeitpunkt finden, wo du sagst: „Okay, da habe ich jetzt mal 2 Stunden Zeit und dann werde ich dir mal ein paar Sachen präsentieren, dann können wir auch hin und her diskutieren und dann können wir da weitersehen.“ Weil Okay. das wäre 'ne gute Idee, dass wir das machen, weil dann, kommen dann auch neue Fragen, über die wir dann Genau. unserem Format in unserem Format auch offen diskutieren können. Das finde ich 'ne tolle Idee. Dann könnten wir doch vielleicht so Folgendes machen, dass wir beim nächsten Mal diese Sitzung machen, dass ich dir ein paar Folien zeige vom Vortrag. Ja, 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 und dann kannst du sagen: „Ja, okay, das interessiert mich“ und dann und so. Und da mit dem Wissen können wir dann die nächste Session machen, perfekt. ne? So machen wir das. Also, dann für heute ist mal Schluss. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich mit Hubert. Und ja, also bleibt dran, weil das Thema Schlaf, Schlafstörungen, was auch immer, Irgendeine Atemstörung. schlafbezogene Atemstörungen, also dem Ding, ich werde mir das auch noch merken. Alles. Also dann viel Spaß und bis bald. Mein Lieber, ich danke dir. Bis bald. Ciao.